Entschuldigung, guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen in unserer Apotheke. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich habe seit gestern Abend starke Kopfschmerzen. Sie werden immer schlimmer und ich kann kaum noch richtig schlafen. Oh, das tut mir wirklich sehr leid zu hören. Haben Sie denn auch Fieber, Übelkeit oder Schwindelgefühle? Nein, eigentlich nicht. Nur diese pochenden Kopfschmerzen. Aber sie sind wirklich sehr, sehr stark und unangenehm. Ich verstehe. Nehmen Sie normalerweise regelmäßig Schmerzmittel? Oder haben Sie vielleicht Allergien gegen bestimmte Medikamente oder Wirkstoffe? Ich nehme manchmal Ibuprofen, wenn ich Schmerzen habe. Keine bekannten Allergien, soweit ich weiß. Mein Arzt hat nie etwas erwähnt. Das ist gut zu wissen. Dann empfehle ich Ihnen Ibuprofen 400 Milligramm. Das ist ein bewährtes und sehr wirksames Schmerzmittel bei Kopfschmerzen. Wie viele Tabletten sind denn in einer Packung? Und wie lange reicht eine Packung normalerweise? In einer Packung sind 20 Tabletten enthalten. Bei normaler Dosierung reicht das für etwa eine Woche, manchmal auch länger. Verstehe. Und wie oft genau soll ich die Tabletten nehmen? Gibt es eine bestimmte Höchstdosis pro Tag? Nehmen Sie eine Tablette alle 6 bis 8 Stunden, je nach Bedarf. Aber ganz wichtig, nicht mehr als 3 Tabletten innerhalb von 24 Stunden einnehmen. Verstanden. Maximal 3 Tabletten pro Tag. Und soll ich sie vor dem Essen, während dem Essen oder nach dem Essen nehmen? Am besten immer nach dem Essen. Das schont Ihren Magen erheblich und verhindert mögliche Magenschmerzen oder Magenreizungen. Ach so. Gibt es denn Nebenwirkungen, die ich unbedingt kennen sollte? Ich möchte vorbereitet sein. Ja, wie bei allen Medikamenten können Nebenwirkungen auftreten. Manchmal können leichte Magenbeschwerden oder Übelkeit vorkommen. Auch Schwindel ist möglich, aber das ist eher selten. Oh, Schwindel. Das ist ja interessant. Kann ich dann noch Auto fahren oder sollte ich das vermeiden? Wenn Sie Schwindel oder Benommenheit verspüren, sollten Sie auf keinen Fall Auto fahren oder Maschinen bedienen. Aber normalerweise ist das bei dieser Dosierung kein großes Problem. Okay, ich verstehe. Das merke ich mir. Brauche ich für dieses Medikament ein Rezept vom Arzt oder kann ich es so kaufen? Nein, zum Glück brauchen Sie kein Rezept. Ibuprofen 400 ist in Deutschland rezeptfrei erhältlich. Sie können es direkt hier kaufen. Das ist wirklich gut. Ich wollte nicht extra zum Arzt gehen müssen. Was kostet denn eine Packung mit 20 Tabletten? Das macht 8,50 € für eine Packung bitte. Wir haben auch größere Packungen mit 40 Tabletten für 15 €. Ich nehme erst einmal die kleine Packung. Kann ich mit Karte zahlen? Ich habe leider nicht viel Bargeld dabei heute. Selbstverständlich. Wir akzeptieren alle gängigen Karten. Bargeld oder Karte, beides ist absolut kein Problem. Hier ist das Kartenlesegerät für Sie. Dankeschön, das ist sehr praktisch. Wo genau soll ich denn die Karte einstecken? Hier unten oder hier an der Seite? Genau hier unten in diesen Schlitz, bitte. Sehen Sie? Dann erscheint auf dem Display die Aufforderung, Ihre PIN einzugeben. Ah so, jetzt sehe ich es. Einen Moment, ich gebe meine PIN ein. Genau richtig. Nehmen Sie sich Zeit. Es gibt keinen Stress. Die Zahlung wird jetzt verarbeitet. Fertig, ich habe die PIN eingegeben. Muss ich hier noch irgendwo unterschreiben oder ist das schon alles? Nein, bei PIN-Zahlung brauchen Sie nicht zu unterschreiben. Hier ist Ihre Quittung und Ihre Karte, alles erledigt. Vielen Dank. Ich habe noch eine wichtige Frage. Was mache ich eigentlich, wenn die Kopfschmerzen trotz der Tabletten nicht weggehen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn die Schmerzen nach 3 Tagen nicht deutlich besser werden oder sogar schlimmer werden, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. 3 Tage also. Okay, das merke ich mir definitiv. Und gibt es noch andere Warnsignale, auf die ich achten sollte? Ja, auf jeden Fall. Und wenn die Schmerzen sehr plötzlich auftreten und extrem stark sind, oder wenn Sie zusätzlich hohes Fieber, Nackensteifigkeit oder Sehstörungen bekommen, gehen Sie sofort zum Arzt oder in die Notaufnahme. Oh, das klingt ja wirklich ernst. Wann ist denn eine Notaufnahme notwendig? Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Keine Sorge, das sind nur wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die ich Ihnen mitgeben muss. In den allermeisten Fällen helfen die Tabletten sehr gut und schnell. Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Tabletten schnell wirken. Wie lange dauert es normalerweise, bis sie wirken? Das geht eigentlich recht schnell. Meistens spüren Patienten nach etwa 20 bis 30 Minuten eine erste Besserung.
Die volle Wirkung tritt nach etwa einer Stunde Join. Das ist gut zu wissen. Gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann, um meine Kopfschmerzen zu lindern? Irgendwelche Hausmittel oder Tipps? Ja, auf jeden Fall. Trinken Sie sehr viel Wasser über den ganzen Tag verteilt. Mindestens 2 bis 3 Liter. Dehydrierung ist oft eine Ursache für Kopfschmerzen. Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Wasser so wichtig ist bei Kopfschmerzen. Was noch? Ruhen Sie sich aus, am besten in einem dunklen, ruhigen Raum. Legen Sie sich hin und entspannen Sie sich. Vielleicht hilft auch eine kalte Kompresse auf der Stirn. Dunkler Raum, kalte Kompresse. Das sind wirklich gute Tipps. Ich werde das alles ausprobieren. Und ganz wichtig, vermeiden Sie unbedingt Alkohol, solange Sie die Tabletten nehmen. Alkohol und Schmerzmittel vertragen sich überhaupt nicht gut. Kein Alkohol, verstanden. Das ist sowieso kein Problem für mich. Aber wie ist das mit Kaffee? Darf ich Kaffee trinken? Koffein kann Kopfschmerzen manchmal verschlimmern oder verlängern. Ich würde empfehlen, den Kaffeekonsum für ein paar Tage deutlich zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. Auch Kaffee? Oh nein. Ich trinke normalerweise jeden Morgen mindestens 2 oder 3 Tassen Kaffee. Ich weiß, das fällt vielen Menschen schwer. Aber versuchen Sie es trotzdem. Vielleicht trinken Sie stattdessen Kräutertee. Kamillentee oder Pfefferminztee können auch bei Kopfschmerzen helfen. Na gut, das wird wirklich schwierig für mich, aber ich versuche es. Gesundheit geht vor, nicht wahr? Genau, Sie haben die richtige Einstellung. Ihre Gesundheit ist definitiv wichtiger als der tägliche Kaffee. Sie schaffen das bestimmt. Danke für die Ermutigung. Haben Sie vielleicht auch Empfehlungen für gute Kräutertees? Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Oh ja, sehr gerne. Wir haben hier eine große Auswahl an Kräutertees. Kamillentee ist sehr beruhigend, Pfefferminztee erfrischt und kann auch bei Kopfschmerzen helfen. Das klingt gut. Haben Sie die Tees hier in der Apotheke oder muss ich in einen Supermarkt gehen? Wir haben die Tees direkt hier bei uns. Schauen Sie, dort drüben im Regal sehen Sie unsere Teeauswahl. Wir haben auch spezielle Mischungen gegen Kopfschmerzen. Es gibt tatsächlich spezielle Teemischungen gegen Kopfschmerzen? Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, genau. Diese Mischungen enthalten meist Weidenrinde, die natürliche schmerzlindernde Eigenschaften hat, zusammen mit beruhigenden Kräutern wie Lavendel oder Melisse. Das ist ja faszinierend. Ich liebe natürliche Heilmittel. Was kostet denn so eine spezielle Kopfschmerz-Teemischung? Die Packung mit 20 Beuteln kostet 6,90 €. Das ist eine wirklich gute Ergänzung zu Ihren Tabletten. Wissen Sie was? Ich nehme auch eine Packung von diesem Tee. Das kann ja nicht schaden, oder? Auf keinen Fall. Im Gegenteil, das ist eine ausgezeichnete Idee. Der Tee unterstützt die Wirkung der Tabletten und hilft Ihnen gleichzeitig, mehr zu trinken. Perfekt. Dann nehme ich also die Ibuprofen-Tabletten und den Kopfschmerztee. Brauche ich sonst noch etwas? Haben Sie zu Hause vielleicht auch ein Fieberthermometer? Es wäre gut, Ihre Temperatur im Auge zu behalten, falls sich doch Fieber entwickelt. Ein Thermometer. Ich glaube nicht, dass ich eins habe. Ich bin erst vor ein paar Monaten nach Deutschland gezogen. Ach so, Sie sind noch neu hier. Dann empfehle ich Ihnen definitiv ein digitales Fieberthermometer. Das ist eine wichtige Grundausstattung für jeden Haushalt. Das macht Sinn. Was für Thermometer haben Sie denn? Und was würden Sie empfehlen? Wir haben verschiedene Modelle. Die einfachen digitalen Thermometer kosten etwa 5 €. Es gibt auch Infrarotthermometer für die Stirn oder das Ohr. Die kosten zwischen 15 und 30 €. Was ist denn der Unterschied? Welches ist genauer oder besser? Die normalen digitalen Thermometer sind sehr zuverlässig und genau. Sie messen unter der Zunge oder unter dem Arm. Die Infrarotthermometer sind schneller und bequemer, aber manchmal etwas weniger genau. Ich denke, ich nehme ein einfaches digitales Thermometer. Das reicht für den Anfang völlig aus, oder? Absolut. Für den normalen Hausgebrauch ist das vollkommen ausreichend. Ich hole Ihnen eines. Einen kleinen Moment bitte. Kein Problem, ich warte hier. Diese Apotheke ist wirklich sehr gut sortiert. Hier, bitteschön. Das ist ein sehr gutes Modell. Einfach zu bedienen, mit großem Display und automatischer Abschaltung. Oh, das sieht praktisch aus. Und das hat auch eine Aufbewahrungshülle dabei. Sehr gut. Genau. So bleibt es sauber und geschützt. Das Thermometer kostet 4,95 €. Also Tabletten für 8,50, Tee für 6,90 und Thermometer für 4,95. Das macht zusammen
Das macht zusammen genau 20,35 €, bitte. Gut, dann zahle ich alles zusammen mit Karte. Ist das okay? Selbstverständlich. Ich rechne alles zusammen ab. Einen Moment bitte. Nehmen Sie sich Zeit. Ich habe jetzt keine Eile mehr. Ich bin froh, dass ich alles bekomme, was ich brauche. So, fertig. Hier ist das Kartenlesegerät. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein und geben Sie die PIN ein. Mache ich. Karte rein, PIN eingeben, fertig. Perfekt. Hier ist Ihre Quittung und hier ist eine Tüte mit all Ihren Artikeln. Ich habe alles ordentlich eingepackt. Vielen herzlichen Dank. Sie sind wirklich sehr hilfsbereit und geduldig mit mir. Das ist noch selbstverständlich. Ich möchte, dass alle meine Kunden gut informiert sind und sich gut betreut fühlen. Das schaffen Sie definitiv. Ich fühle mich jetzt viel besser informiert. Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Aber natürlich, fragen Sie, was Sie möchten. Dafür bin ich ja hier. Wie lange ist Ihre Apotheke geöffnet, falls ich noch einmal etwas brauche oder Fragen habe? Wir haben montags bis freitags von 8 Uhr morgens bis 18:30 Uhr geöffnet. Samstags von 9 bis 14 Uhr. Also unter der Woche bis 18:30 Uhr und samstags bis 14 Uhr. Und sonntags? Sonntags haben wir regulär geschlossen. Aber es gibt einen Notdienstplan für Apotheken in der Stadt. Immer eine Apotheke hat Notdienst. Oh, wie finde ich denn heraus, welche Apotheke gerade Notdienst hat? Schauen Sie, hier an unserem Schaufenster hängt der aktuelle Notdienstplan. Der wird jede Woche aktualisiert. Sie können auch im Internet nachschauen unter aponet.de. Aponet.de, verstanden. Das ist wirklich nützlich zu wissen. Man weiß ja nie, wann man mal dringend etwas braucht. Genau. Notfälle passieren leider oft zu ungünstigen Zeiten. Deshalb ist es gut, das zu wissen. Stimmt. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deutsche Apotheken wissen sollte? Ich bin noch relativ neu hier. Vielleicht noch, wenn Sie ein Rezept von Ihrem Arzt bekommen, können Sie es in jeder beliebigen Apotheke einlösen, nicht nur hier. Ach so, in meinem Heimatland ist das manchmal anders. Gut zu wissen. Und noch etwas. Viele Medikamente, die in anderen Ländern frei verkäuflich sind, sind hier in Deutschland verschreibungspflichtig. Also immer nachfragen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich werde auf jeden Fall nachfragen, bevor ich etwas erwarte. Sehr gut. Sie lernen schnell. Haben Sie noch weitere Fragen oder kann ich Ihnen sonst noch helfen? Eigentlich, ja, noch eine Frage. Bieten Sie auch Beratungen zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln an? Absolut. Das ist sogar eine unserer Spezialitäten. Wir beraten sehr gerne zu Vitaminen, Mineralstoffen und allen Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist großartig. Ich interessiere mich sehr für Vitamine. Meine Freundin meinte, ich sollte vielleicht Vitamin D nehmen, besonders im Winter. Ihre Freundin hat absolut recht. Vitamin D ist hier in Deutschland sehr wichtig, besonders in den Wintermonaten von Oktober bis März. Warum gerade im Winter? Hat das mit dem Sonnenlicht zu tun? Genau. Unser Körper produziert Vitamin D hauptsächlich durch Sonnenlicht auf der Haut. Im Winter ist die Sonne hier aber zu schwach dafür. Aha, das macht Sinn. Wie viel Vitamin D sollte ich denn täglich nehmen? Für Erwachsene empfehlen wir normalerweise 1000 bis 2000 IE pro Tag. IE steht für internationale Einheiten. Tesochen bis 2000 IE täglich. Haben Sie Vitamin D hier vorrätig? Ja, natürlich. Wir haben verschiedene Präparate, Tabletten, Kapseln und auch Tropfen. Was würden Sie bevorzugen? Was ist denn am einfachsten einzunehmen? Und was wirkt am besten? Die Tropfen sind sehr praktisch, weil man die Dosierung genau anpassen kann. Tabletten sind aber auch gut und einfacher zu transportieren. Ich glaube, ich nehme erst einmal Tabletten. Die kann ich leichter mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Gute Wahl. Ich empfehle Ihnen diese Packung hier. 90 Tabletten mit je 1000 IE. Die reichen für 3 Monate. Und was kostet diese Packung? Die kostet 12,90 € für 3 Monate. Das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind also etwa 4 € pro Monat. Das ist wirklich günstig. Ich nehme die Packung. Ausgezeichnet! Vitamin D ist wirklich eine wichtige Investition in Ihre Gesundheit, besonders hier in Deutschland. Das denke ich auch. Soll ich die Tabletten zu einer bestimmten Tageszeit nehmen? Am besten nehmen Sie Vitamin D mit einer Mahlzeit, die etwas Fett enthält. Das verbessert die Aufnahme im Körper erheblich. Aha, mit einer fetthaltigen Mahlzeit. Also zum Beispiel beim Frühstück mit Butter oder Käse? Genau, das ist perfekt. Morgens zum Frühstück ist ideal.
Dann vergessen Sie es auch nicht so leicht. Das ist ein guter Tipp. Ich esse sowieso jeden Morgen Frühstück. Dann kann ich die Tablette einfach dazu nehmen. Sehr gut. Sie haben alles verstanden. Möchten Sie das Vitamin D heute schon mitnehmen oder später wiederkommen? Ich nehme es heute gleich mit. Dann habe ich alles zusammen und kann direkt anfangen. Perfekt. Dann macht das jetzt insgesamt 33,25 € für alle Artikel zusammen. Oh, ich dachte, wir hatten schon bezahlt. Die 20,35 € vorhin. Entschuldigen Sie, da habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Sie haben vorhin die ersten Sachen bezahlt. Das Vitamin D kommt jetzt noch dazu mit 12,90 €. Ach so, verstehe. Ich dachte schon, ich hätte etwas falsch verstanden. Also nochmal, 12,90 € für das Vitamin D. Genau richtig. Möchten Sie wieder mit Karte zahlen? Ja, bitte. Das ist am einfachsten für mich. Ich habe meine Karte bereits hier. Sehr gut. Hier ist wieder das Kartenlesegerät. Sie kennen ja schon die Prozedur. Ja, jetzt bin ich Expertin. Karte rein, PIN eingeben, fertig. Genau. Sie lernen wirklich sehr schnell. Das ist schön zu sehen. Nach dem 3. Mal wird es zur Routine. Bezahlung ist durch. Hier ist die Bestätigung. Perfekt. Hier ist Ihre Quittung und hier das Vitamin D. Ich packe es zu Ihren anderen Sachen in die Tüte. Vielen Dank. Jetzt habe ich wirklich alles, was ich brauche. Danke für Ihre Geduld und Ihre ausführliche Beratung. Sehr gerne. Es hat mir wirklich Freude gemacht, Sie so umfassend zu beraten. Ich hoffe, Ihre Kopfschmerzen werden bald besser. Das hoffe ich auch. Ich werde all Ihre Ratschläge befolgen. Tabletten nach dem Essen, viel Wasser trinken, ausruhen, kein Kaffee, kein Alkohol. Sie haben wirklich gut aufgepasst. Ich bin beeindruckt. Mit dieser Einstellung werden Sie schnell wieder fit sein. Danke. Und wenn ich Fragen habe oder etwas unklar ist, komme ich einfach wieder vorbei? Absolut. Kommen Sie jederzeit vorbei. Ich oder meine Kollegen helfen Ihnen gerne weiter. Wir sind für Sie da. Das ist wirklich beruhigend zu wissen. In meinem Heimatland ist der Service in Apotheken oft nicht so persönlich. Das freut mich sehr zu hören. Wir legen großen Wert auf persönliche Beratung und Kundenbetreuung. Das merkt man wirklich. Sie haben sich so viel Zeit für mich genommen, obwohl wahrscheinlich noch andere Kunden warten. Keine Sorge, Qualität geht vor Schnelligkeit. Jeder Kunde verdient eine gute Beratung, egal wie lange es dauert. Das ist eine wunderbare Einstellung. Vielen, vielen Dank für alles. Ich werde Sie definitiv weiterempfehlen. Das wäre sehr nett von Ihnen. Mundpropaganda ist für uns die beste Werbung. Danke. Gerne. So, ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen und mich ausruhen, wie Sie gesagt haben. Ja, unbedingt. Gehen Sie nach Hause, essen Sie eine Kleinigkeit, nehmen Sie Ihre erste Tablette und legen Sie sich hin. Nach Hause, etwas essen, Tablette nehmen, hinlegen. Ich habe mir alles gemerkt. Perfekt! Und denken Sie dran, Zimmer abdunkeln, kein Handy, viel Wasser trinken. Mache ich. Ich werde mein Handy komplett ausschalten. Das wird schwer, aber ich schaffe das. Sie schaffen das ganz bestimmt. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. Gute Besserung. Vielen, vielen Dank für alles. Sie waren unglaublich hilfreich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Erholen Sie sich gut. Bis bald. Bis bald. Danke nochmal. Tschüss. Tschüss. Und denken Sie an alles, was wir besprochen haben. Alles Gute. Mache ich. Auf Wiedersehen.